Immer mehr Deutsche, Österreicher und Schweizer interessieren sich für eine Kontoeröffnung in Serbien. Wichtigste Gründe dafür sind wohl, dass Serbien nicht Mitglied der Europäischen Union ist und auch nicht beim automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS mitmacht. Wie das mit der Kontoeröffnung in Serbien funktioniert und was du wissen musst, damit wollen wir uns in diesem Video einmal auseinandersetzen. Vielen EU-Bürgern macht die EU Angst. Sie wird immer mehr zum Überwachungsstaat wie die DDR oder China. Vor kurzem wurde ja die AMLA, die neue Superbehörde zur Überwachung der Geldströme in der EU, ins Leben gerufen in Frankfurt am Main. Und jetzt sollen in kurzer Folge sehr weitreichende Maßnahmen implementiert werden. Wir haben ja schon darüber gesprochen, vielfach Vermögensregister oder auch das EU-weite Kontenregister ab 2029. Dann scheint es noch jede Menge Vorhaben in der Pipeline zu geben, wie zum Beispiel eine sogenannte Reichensteuer, die dann Vermögende betreffen soll, die ein bestimmtes Vermögen haben. Jetzt redet man von Milliardären, aber wer weiß, wie schnell es dann auch jene betrifft, die vielleicht ein viel kleineres Vermögen haben. Auch wenn man nicht in der EU lebt, auch wenn man nicht EU-Bürger ist, als zum Beispiel ein Schweizer, eine Schweizerin ist, macht man sich Sorgen. Auch die Schweiz entwickelt sich ja immer weiter in Richtung EU, gleicht sich immer weiter an. Die Schweizer sind sich jetzt auch nicht sicher, inwieweit sich die Schweiz hier aus dem eben besprochenen Vorhaben dann auch heraushalten kann. Also auch viele Schweizer schauen sich sonst wo nach möglichen Lösungen um, sozusagen nach einem Plan B für Konten, vielleicht ein paar Konten im Ausland zu haben, außerhalb der EU, kann schon mal nicht schaden. Sicherlich kann man jetzt ein Konto in Hongkong, Singapur, in den USA oder auch auf den englischen Kanalinseln eröffnen, aber Serbien hat ja den Vorteil, dass man dort auch mit dem Auto hinfahren kann. Viele schätzen das, dass man eben zum Beispiel im Notfall nicht auf ein Schiff oder ein Flugzeug angewiesen wäre, um seine Bank, um sein Geld, sage ich jetzt mal, besuchen zu können. Auch die Tatsache, dass Serbien nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS teilnimmt, spricht für den Standort. Du weißt wahrscheinlich, dass die meisten Finanzplätze der Welt daran teilnehmen, außer der USA. Hier werden dann von über 100 Ländern jährlich Daten an die Steuerbehörden der Kontoinhaber geschickt, wenn diese eben im Ausland ansässig sind. Die Daten sind letztlich Kontosalden, also keine detaillierten Transaktionen. Beim neuen EU-Bankkontenregister, auf welches dann alle Polizeistellen, alle Ermittlungsbehörden Zugriff haben werden, für jeden EU-Bürger sind übrigens detaillierte Kontodaten wie Kontoauszüge der letzten 5 Jahre enthalten. Da überlegt man sich dann natürlich schon, ob es nicht besser ist, ein Konto außerhalb der EU zu haben, beziehungsweise sogar mehrere Konten außerhalb der EU zu haben. Und deswegen bietet sich hier Serbien tatsächlich an. Für viele ist auch die Tatsache, dass Serbien ja ziemlich neutral ist gegenüber Russland und China, hier auch zum Beispiel bei den Sanktionen gegen Russland nicht mitmacht, ein wichtiger Grund, ein Konto in Serbien zu haben, vor allen Dingen dann, wenn man in diese Richtung sich finanziell engagieren oder investieren will. Wenn du russische Aktien hattest, als es hier zu den Sanktionen kam infolge des Ukraine-Krieges, dann kannst du ja vom Glück reden, wenn du diese noch rechtzeitig verkaufen konntest. Viele konnten es nicht mehr und haben hier dann schwere Verluste erlitten. Die Aktien konnte man dann ja nicht mehr handeln. Jetzt stellen wir uns mal vor, wenn Trump im November an die Macht kommt mit seinem Vizepräsidenten J.D. Vance, sie beide sind ja China gegenüber ziemlich feindselig eingestellt, könnte man sich vorstellen, dass es hier zum Beispiel zu Sanktionen gegen China kommt, dass man dann auf einmal chinesische Aktien vielleicht nicht mehr traden kann. So, wenn du jetzt zum Beispiel chinesische Aktien hast oder generell daran interessiert bist, im BRICS-Raum in Zukunft zu investieren, dann ist es vielleicht sinnvoll, ein Konto in einem Land zu haben, von wo du neutral aus solche Investitionen tätigen kannst, ohne immer befürchten zu müssen, dass dir gleich das Konto zugemacht wird oder du eben entsprechende Investitionen gar nicht tätigen kannst. Ein weiterer Grund für ein Konto in Serbien, den schon etliche Mandanten an uns herangetragen haben. In Serbien gibt es insgesamt 29 Banken, die eine offizielle Lizenz haben. Das sind lokale Bankenniederlassungen von EU-Banken, russische Banken,
amerikanische Banken, türkische Banken, Banken aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und eben China. Also eine sehr diverse Bankenszene, die man hier vorfinden kann, wo man sich also dann ein entsprechendes Konto aussuchen kann. Viele dieser Banken bieten die üblichen Dienstleistungen an, Konten in verschiedenen Währungen, Depots etc. pp. Die große Frage ist natürlich nun für dich, ob du dieses Konto eröffnen kannst als jemand, der nicht in Serbien wohnansässig ist. Nun, hier gibt es verschiedene Erfahrungsberichte. Natürlich gibt es Dienstleister, die das anbieten können in Serbien. Allerdings muss ich selbst sagen, wir hatten einen Mandanten, der ist vor kurzem mal nach Serbien gefahren, hat dort einen Anwalt beauftragt und dem ziemlich viel Geld bezahlt. Die sind dann einen Tag lang in Belgrad von Bank zu Bank getingelt und es war ihm nicht möglich, als Nicht-Ansässiger ein Konto zu eröffnen. Die Aussage war überall die gleiche. Früher war alles einfach, aber jetzt so mit der geopolitischen Situation, jetzt auch so mit vielen Finanzströmen, zum Beispiel aus Russland, muss auch Serbien sich in Acht nehmen und hat hier relativ die Zügel angezogen. So die Aussage der Banken. Hier war ein Mandant im Sommer 2024 in Serbien und hat es dort versucht mit einem lokalen Anwalt. Hat, wie gesagt, nicht funktioniert. Ich kann jetzt zu den Aussagen, die manche Anbieter dort im Internet machen, nicht viel sagen. Aber wenn du dort eine Dienstleistung kaufst, dann würde ich dir empfehlen, mich genau damit im Vorfeld auseinanderzusetzen. Eine Möglichkeit, die es auf jeden Fall gibt, aber mit mehr Aufwand verbunden ist, wäre natürlich dort eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten und dann dort einen Wohnsitz zu nehmen. Ja, es ist relativ einfach in Serbien eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, indem du dort eine Firma gründest. Da musst du auch jetzt nicht groß investieren oder sowas. Die Firma muss jetzt auch gar nicht groß was machen. Das heißt, auch Buchhaltungsaufwand und so wird sehr gering sein. Dann bist du der Geschäftsführer der Firma und dann bekommst du dort eine Aufenthaltsgenehmigung. Die Wohnung, die du dir dort nehmen musst, die wird nicht sehr viel kosten, ein paar hundert Euro im Monat. Und dann bist du offiziell dort ansässig. Steuerlich hat das jetzt keinerlei Implikationen. Du hältst dich ja nicht in Serbien auf. Insofern wirst du da auch nicht steuerpflichtig. Auch an deiner Steuerpflicht, zum Beispiel in Deutschland, Österreich und Schweiz, wird das überhaupt nichts ändern. Du musst auch dort diesen Wohnsitz nicht melden. Generell sollte man sowieso hier auch nochmal sagen, dass es natürlich komplett legal ist, ein Konto in Serbien zu eröffnen. Das kann jeder Deutsche, Österreicher und Schweizer tun. Da gibt es keine Gesetze, die dagegen sprechen, selbst wenn Serbien nicht am automatischen Informationsaustausch teilnimmt. Auch hier gibt es keine Meldepflichten. Du musst im Grunde genommen nichts beachten. Hast du natürlich Einkünfte auf diesem Konto, sei es nun Kapitalerträge oder andere Einkünfte, dann wirst du diese natürlich hier deinem lokalen Finanzamt melden müssen, wenn du die Steuererklärung einreichst. Aber ansonsten ist das Ganze komplett legal. Also überlege dir, vielleicht findest du einen Anbieter, der es für dich machen kann. Vielleicht kannst du es sogar remote machen oder ansonsten musst du mal dorthin reisen. Mein Verdacht wäre, dass das immer schwieriger wird. Vielleicht musst du also, wenn es dir wirklich ernst ist mit diesem Konto in Serbien, dort einen kleinen Wohnsitz einrichten und wirst bereit sein müssen, diesen Aufwand zu machen. Tatsächlich ist hier Serbien keine Ausnahme. In den meisten Ländern ist es mittlerweile so, dass du als Nicht-Ansässiger nur schwer ein Konto eröffnen kannst. Oder aber man hat ein Modell, wie man es ja in der Schweiz und Liechtenstein kennt. Du musst eine sehr hohe Einlage leisten. Also wir reden möglicherweise von Hunderttausenden. Dann kannst du dort auch ein Konto bekommen. Mich würde interessieren, wie hier deine Erfahrungen sind. Wenn du Erfahrung hast, konntest du als Nicht-Ansässiger in Serbien ein Konto eröffnen oder hast du hier auch Schiffbruch erlitten? Hat es nicht funktioniert? Kannst du uns und den Zuschauern, die hier sich diese Videos anschauen, irgendwelche Tipps geben? Hast du Erfahrungsberichte? Ich würde mich freuen, wenn du diese hier in einem Kommentar teilen würdest. Wenn das Thema geografische Diversifikation, Steueroptimierung im Ausland, Auswandern, Firmengründung im Ausland, Konten im Ausland auch für dich ein Thema ist, würde ich mich freuen, wenn du jetzt ein Beratungsgespräch buchst. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen, neues Vermögen aufzubauen und ihr bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.